SpaceX installiert Sprengstoff für Flugabbruchsystem am Starship. Elon Musk gibt Everyday Astronaut ein technisches Interview vor dem nächsten Starship-Start. Die in Bremen gebaute kommerzielle Raumstation Starlab, die mit Starship gestartet wird, die findet neuen Partner und versammelt die ISS-Partner. SpaceX-Ingenieur findet ESA-Plan für eigenen Frachtversorger nicht realistisch. Teile von SpaceX Crew 7 stürzen in den USA zu Boden. James Webb macht älteste Aufnahme der Geschichte. JAXA verliert Kontakt zur einzigen Venus-Mission. Chinesische Raumfahrt mit Chang'e 6 vor historischer Mondmission und Test von Gridfins für Wiederverwendung. Ja, und das Raketenstartup Galactic Energy startet seine Ceres-Rakete neben chinesischer Millionenstadt. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es ist soweit, die Bomben sind installiert. Das Flugabbruchsystem am Starship, das wurde installiert. Somit sind wir nur noch Tage vor einem Starship-Start Nummer 4. SpaceX plant ja den nächsten Flug der 100 oder über 120 Meter hohen Starship-Rakete für den 5. Juni. Vorausgesetzt, die Federal Aviation Administration, kurz FAA, erteilt die Startgenehmigung. Aber aktuell sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ja, der von so vielen mit Spannung erwartete 4. Testflug könnte Starship betriebsbereit machen, was für das weitere Geschäftsmodell von SpaceX, nicht zuletzt mit den neuen Starlink-Satelliten, wichtig wird. Auf diesem 4. Flug, da wird aber erstmal noch keine Nutzlast transportiert werden. Ja, ich freue mich insbesondere auf den Landeanflug der Super Heavy Erststufe. Die ging ja wegen Triebwerksausfälle beim letzten Mal verloren bzw. schlug hart im Golf von Mexiko auf. Diesmal soll eine weiche Landung im Golf von Mexiko durchgeführt werden. Ich denke, es wird spannend zu sehen sein, ob die kurze Zeit seit März, seit dem letzten Start ausgereicht hat, um hier substanzielle Verbesserungen zu erzielen. Für die Einsatzreife aber deutlich wichtiger: die Starship-Oberstufe, die soll einen kurzen De-Orbit-Burn durchführen. Eine Fähigkeit, die für den sicheren Betrieb des Starships essentiell ist. Und dieser Test, der ist wegen dem Ausfall der Rollkontrolle auf dem letzten Flug nicht gemacht werden oder konnte nicht gemacht werden. Auch wird's wieder spannend, wenn es dann diesmal hoffentlich zum kontrollierten Wiedereintritt der Oberstufe in die Erdatmosphäre kommt. Hält der Hitzeschild? Gibt's vielleicht sogar einen kontrollierten Bauchplatscher im Indischen Ozean? Ja, mein Starship-Bauchplatscher-Video, das gibt's als Outtake am Ende des Videos. Ja, das Starship soll die Raketenwiederverwendung auf ein ganz neues Level bringen. Raumfahrt im Prinzip so sicher machen wie das Fliegen oder ähnlich sicher. Vor allem aber die Kosten für Raumfahrt um Größenordnungen senken. Der erste Teil meines Starship-Start-Interviews mit Ex-SpaceXer Hans Königsmann gab's diese Woche für euch, verlinke ich euch in der Beschreibung. Ganz lustig, es gab viele negative Kommentare, dass ich mit einem Cliffhanger geendet bin. Das war keine böse Absicht, Teil 2 ist einfach noch nicht fertig. Hab mich dann aber schon gefragt, ob ihr Netflix auch ein böses Kommentar da lasst, wenn im Staffelfinale das Ende offen bleibt. Freut euch doch einfach über das Interview. Die kommende Woche soll es vor dem 4. Flug ein neues Elon Musk-Interview mit dem Everyday Astronauten Tim Dodd geben. Elon Musk schreibt selbst dazu auf X, dass der Hitzeschild für das Starship das größte einzelne Problem darstellt und er mit Tim dazu im Detail sprechen wird. Einen kurzen Ausblick gab's aber dann doch. Die Lösung würde einige Zeit in Anspruch nehmen und den Aufbau einer völlig neuen Lieferkette für kostengünstige, hochvolumige und dennoch hochzuverlässige Hitzeschutzkacheln. Ja, und auf den Vorschlag, dass Menschen außerhalb von SpaceX dabei vielleicht helfen könnten, entgegnete der SpaceX-Chef, dass es eine Frage der Ausführung und nicht der Ideen wäre. Die Schwachstellen, die könnten erst im Flug entdeckt werden. Im Moment wäre das Starship gegen den Verlust einer einzigen Kachel an den meisten Stellen nicht gefeit, da das sekundäre Schutzmaterial sehr wahrscheinlich den Belastungen beim Wiedereintritt nicht standhalten wird. So oder so, der nächste Starship-Flug, der wird extrem spannend. Mein Livestream, den ich immer mit den neuesten Startmöglichkeiten für euch anpassen werde, den findet ihr unter dem Video. Das Dear Moon-Projekt des japanischen Milliardärs Yusaku Maezawa wurde nun offiziell eingestellt. Die Nachricht kam am Samstagmorgen über X. Es hatte sich ja schon angedeutet, Elon Musk hatte Yusaku Maezawa auf X entfolgt. Darüber hatte ich auch schon berichtet. Super schade, ein sehr ambitioniertes Projekt natürlich. Von der Raumfahrtbranche wurde das Projekt immer ein bisschen belächelt. Da ist es wahrscheinlich jetzt Wasser auf die Mühlen. Ich fand es ein sehr inspirierendes Projekt. Ich würde die Hintergründe natürlich gerne wissen. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen mehr zu erfahren. Prominentester Gast auf dem Dear Moon-Projekt oder zumindest vorgesehen, ja, der Everyday Astronaut Tim Dodd. Vielleicht bekommen wir ja etwas zu den Hintergründen in dem Interview mit Elon Musk in dieser Woche.
vermutlich die größte Nutzlast, die bisher offiziell auf das Starship gebucht ist, das Starlab mit seinen 8 Metern Durchmesser. Die kommerzielle Raumstation soll ja mit einem einzelnen Starship-Start ins All gebracht werden und die gleiche Forschungskapazität wie aktuell die ISS bieten. Diese Woche wurde bekannt, dass das kanadische Unternehmen MDA Space an Starlab beteiligt wird oder sich auch an der Starlab-Station beteiligen wird. Dabei bringt MDA Space seine Expertise in der Weltraumrobotik ein. Starlab wird der erste kommerzielle Kunde für Raumstationen von MDA Skymaker sein, dessen Robotik basiert auf der Entwicklung von Roboterarmen für das Space Shuttle und die internationale Raumstation, Stichwort Canadarm. Als der neueste strategische Partner von Starlab kann man nach Mitsubishi, die ja im April Partner geworden waren, ein gewisses Muster erkennen. Starlab hat nun Vertreter aller westlicher Partner der ISS mit dabei. USA mit Voyager Space, Europa mit Airbus Defence and Space, Japan mit Mitsubishi und Kanada mit MDA. Die Partnerschaft mit MDA Space, die wurde übrigens einen Tag nach der Ankündigung einer separaten Vereinbarung mit The Exploration Company bekannt gegeben. Die sollen nämlich Frachtmissionen zu und von Starlab mit dem von The Exploration Company entwickelten Nix-Raumschiff bereitstellen. Da Starlab mit Starship gestartet wird, liegt eine Fracht- oder Crewversorgung mit SpaceX aber natürlich auch nahe. Neben der Exploration Company hat Starlab übrigens auch eine Vereinbarung mit Northrop Grumman zur Nutzung des Cygnus-Raumfrachters. Aber auch mit der indischen Raumfahrtbehörde spricht man, da möchte man den indischen Raumfrachter bzw. das indische Gaganyaan-Crew-Raumschiff nutzen. In einem Artikel auf Ars Technica geht Eric Berger auf das nun gestartete Cargo-Programm der ESA ein. ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti wird dort zitiert, ja, für das Programm da seien mehr als 500 Millionen Euro zu veranschlagen und die Frachtversorger, die seien hauptsächlich für die kommenden kommerziellen Stationen gedacht, also wie Starlab. Die Demonstrationsmissionen, die sollen aber zur ISS fliegen, weil das für die ESA eine vertraute Umgebung ist. Aber eigentlicher Zweck soll die neuen Stationen werden. Spannend, obwohl vielleicht eine sehr amerikanische Sicht und vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, aber zuhören sollte man trotzdem. In dem Artikel wird Abhi Tripathi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zitiert, der die Zertifizierung der Dragon für SpaceX leitete. Den zitiert Berger mit den Worten, dass die jetzt vereinbarte Dauer der ersten ESA-Verträge mit der Exploration Company und Thales Alenia Space einen Mangel an Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit vermitteln. Seiner Einschätzung zufolge, er hat diesen Prozess ja mit Cargo und Crew Dragon zweimal geleitet, wäre 2028 ein unmögliches Ziel für eine von der ESA finanzierte Mission oder ein von der ESA finanziertes Frachtfahrzeug. Er halte 2030 bis 32 für realistischer. Aber auch nur dann, wenn die Unternehmen das richtige technische Know-how hätten und die ESA einen Weg fände, die europäische Bürokratie und den Subunternehmerstreit zwischen den ESA-Ländern zu überwinden. Ja, der neue Frachtversorger der ESA, der soll ja dann im besten Fall mal später auch für Crew optimiert werden. SpaceX fliegt jetzt tatsächlich seit 4 Jahren, ziemlich genau auf den Tag genau, Crew in den Weltraum. Insgesamt 50 Passagiere hat der Crew Dragon ins All gebracht. Das erste Unternehmen, dem das kommerziell gelungen ist. Vorher war das ja eine Aufgabe für Staaten und Kosten-Plus-Verträge. Auf den Lorbeeren will sich SpaceX aber nicht ausruhen. Nach eigenen Angaben wurde SpaceX gegründet, um mit dazu beizutragen, eine Zukunft zu schaffen, in der nicht nur Hunderte, sondern Tausende und schließlich Millionen von Menschen von der Erde aus ins All und auf andere Planeten reisen könnten, um dann dort zu leben und zu arbeiten. Apropos Crew Dragon, ein Trümmerstück von einem Crew Dragon ist wohl in den USA eingeschlagen. Der Astrophysiker und Space Tracker Jonathan McDowell, der identifizierte das Teil als Teil eines Crew 7 Dragon Trunks. Der Trunk, das ist das unbedrückte Heckteil des Dragon Raumschiffs. Das ist auch wichtig beim Crewabbruch, aber das ist ein anderes Thema. Auf Cargo Dragon Flügen kann hier auch Fracht wie die Irosa Solarpaneele für die ISS befördert werden. Auf Crewflügen bleibt der leer, hat jedoch auf der Außenfläche die Solarmodule und die Radiatoren. Während die Kapsel sicher zur Erde zurückkehrt und dann wiederverwendet werden kann, bleibt der Trunk bis kurz vor dem Wiedereintritt befestigt und wird dann abgeworfen und soll eigentlich im Wiedereintritt verglühen. Große Teile können den Wiedereintritt aber intakt überstehen. Die Mission Crew 7, die war am 12. März von der ISS zur Erde zurückgekehrt. Wie Spiegel Online die Woche berichtete, kam es am Mittwochmorgen zu einem weltweiten Ausfall des Satelliteninternets Starlink. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens deutscher Zeit wurden über 40.000 Störungen gemeldet. Starlink bestätigte auf X einen Netzwerkausfall und dass es an einer Lösung arbeitet, die dann wohl 30 Minuten später gefunden wurde. Ebenfalls diese Woche hat Qatar Airways bekannt gegeben, dass sie die größte Airline sind, die nun den Starlink-Satellitenservice auf Flügen anbietet und damit breitbandfähiges Internet auf kommerziellen Flügen.
Satelliteninternet neben dem Consumer-Breitbandanschluss ist ja auch mittlerweile mit autonomen John Deere-Traktoren und vielen, vielen anderen Anwendungsfällen auch im IoT-Bereich, also im Internet of Things-Bereich angekommen. 2024 wird in der Satellitentelekommunikation sehr wahrscheinlich das Jahr von D2D werden, also Direct to Device. Ganz interessant, dass nach Apple, die das iPhone 14 ja über den Satellitenbetreiber Globalstar mit SOS über Satellitenfähigkeiten ausgestattet haben und SpaceX, die sich mit T-Mobile zusammengetan haben, nun der amerikanische Telekommunikationsanbieter AT&T mit AST Space Mobile zusammenarbeiten wird. Knackpunkt ist, wie bei der Starlink-T-Mobile-Partnerschaft, ja, es funktioniert mit handelsüblichen Smartphones, also Direct to Device. Die Aktie von AST, die stieg nach der Ankündigung um 69%, der größte Anstieg der Aktie an einem einzigen Tag seit Börsengang. AST plant, seine ersten 5 kommerziellen Satelliten dann später in diesem Jahr zu starten. Ich bin mit der Senkrecht Media GmbH frisch gebackener Firmengründer. Jetzt muss ich häufig Firmenkonten verwalten, Rechnungen stellen oder begleichen, oft auch unterwegs am Laptop. Online-Banking über fremde WLANs, das ist für mich grundsätzlich ein No-Go. Statt ständig einen Hotspot einzurichten, habe ich jetzt eine viel einfachere und sichere Lösung gefunden, CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du sorgenfrei und sicher auf alle deine Konten zugreifen, egal wo du bist. Der VPN-Tunnel, der schützt deine sensiblen Daten vor Hackern und neugierigen Blicken, selbst in öffentlichen WLANs. So kann ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren, ohne mir Gedanken über die Sicherheiten machen zu müssen. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern bietet dir CyberGhost VPN grenzenlose Freiheit im Internet. Ob beim Online-Shopping, Mietwagen und Flugbuchen, die werden ja je nach IP auch gern mal teurer, oder einfaches Surfen. CyberGhost funktioniert aber auch nahtlos mit 40 verschiedenen Streaming-Diensten und ist auf allen wichtigen Betriebssystemen verfügbar. Ein Account, der kann von 7 Geräten verwendet werden, sodass du CyberGhost auch mit der Familie und Freunden teilen kannst. Für nur 2,03 € pro Monat erhältst du vollen Schutz und Zugang zu gesperrten Inhalten im Internet, so wie die anderen 38 Millionen CyberGhost-Nutzer weltweit. Mit meinem Angebot erhältst du 83% Rabatt auf den Listenpreis plus 4 Monate am Ende der Vertragslaufzeit on top kostenlos. Dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie kannst du das Ganze auch risikofrei ausprobieren, bevor du dich dann festlegst. Probier es einfach mal aus und genieß die Freiheit und Sicherheit, die dir CyberGhost VPN bietet. Den Deal erreichst du über den Link unter dem Video. Für mich diese Woche ein Mindblower. Das James Webb Weltraumteleskop hat mit der Galaxie JADES GSZ 14-0 die am weitesten entfernte Galaxie fotografiert, die bisher entdeckt wurde. Laut NASA sehen wir auf den Bildern eine Galaxie, wie sie nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall aussah. Das Infrarotlicht, das war also über 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs. Und hier da vielleicht ein Werkzeug für euren Argumentekoffer, warum wir mehr Geld für Raumfahrt und Astronomie in die Hand nehmen sollten. Ja, das Universum, das dehnt sich immer schneller aus. Zukünftige Generationen, aber auch neue intelligente Spezies, die sich irgendwo im Universum noch entwickeln, die werden nicht bis zum Anbeginn der Zeit schauen können, wie wir das jetzt können. Das Wissen, das wir potenziell jetzt sammeln können, das wäre für immer verloren. Denkt mal ein bisschen darüber nach. Ja, dass es noch anderes Leben gibt im Universum, das ist vielleicht gar nicht so wahrscheinlich, denn das Universum ist ein ziemlich lebensfeindlicher Ort. Wir könnten auch jederzeit von einer kosmischen Laune ausradiert werden. Einen Vorgeschmack auf das tödliche Universum, das gab's ja Anfang des Monats, also noch im Mai, mit einem Sonnensturm, der sogar in unseren Breiten für Polarlichter gesorgt hat. Die Region der Sonne, die für dieses Phänomen verantwortlich war, die ist nun durch die Rotation der Sonne wieder aufgetaucht. Da jedoch diese Aktivität aktuell zurückgeht, werden wohl in den nächsten Monaten keine Polarlichter mehr bei uns zu sehen sein. Wird in diesem Sonnenzyklus aber nicht unsere letzte Chance auf Polarlichter gewesen sein. Die Sonnenaktivität, die wird ihren Höhepunkt wahrscheinlich Ende 2024-25 erreichen. Die JAXA bestätigte am Mittwoch, dass sie die Kommunikation mit ihrer Akatsuki-Raumsonde im Orbit der Venus verloren hat. Es ist aktuell die einzige aktive Venus-Mission überhaupt. Ganz spannend, dass die Sonde seinerzeit den Venus-Orbit verpasste, da das Haupttriebwerk versagt hatte. Fun Fact, das gleiche Triebwerksmodell übrigens wie bei der SLIM-Mondlandung. Wir erinnern uns, die Düsenerweiterung eines der Haupttriebwerke von SLIM brach vor laufenden Kameras kurz vor der Landung ab, was dann zu einer härter als erwarteten Landung führte und dann schließlich zum Umkippen. Die Venus-Sonde Akatsuki konnte seinerzeit dank raffinierter Orbitalmechanik und der Hilfstriebwerke dann nach Jahren doch noch in den Venus-Orbit einschwenken. Ich bin ja ein Fan von der Venus und träume ja immer noch von Bespin-Style-Luftschiffen in den lebensfreundlichen Atmosphärenschichten der Venus. Meine Technik-Episode zu dem Thema, die verlinke ich euch unter dem Video.
Ja, warum ist die Venus nicht so populär? Ja, meine Theorie dazu, politische Raumfahrt, die brauchen natürlich Fahnen, die man irgendwo reinsteckt. Wenn die News regulär am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte die nächste Landung auf einem anderen Himmelskörper sehr wahrscheinlich durch China geglückt sein. Die robotische Chang'e 6 soll dann landen und relativ zeitnah Proben sammeln und zur Erde bringen. Es wäre die ersten Proben von der erdabgewandten Seite des Mondes überhaupt. Sollte das gelingen, könnte es unser Verständnis von unserem Nachbarn fundamental ändern. Ja, China, politisches System, nicht gerade mein Favorit, aber alle Forscher, die ich so kenne, die sagen, die produzieren auf unzähligen Gebieten wissenschaftliche Paper auf Weltklasse-Niveau. Wenn die Landung erfolgreich ist, dann wird das Landemodul initiale Überprüfungen und Setups durchführen und dann anschließend beginnen, die Proben zu sammeln und tatsächlich dann auch am Mond zu bohren und dann Material von der Oberfläche aufnehmen. Die Proben werden dann in eine Aufstiegsstufe geladen und dann geht's mit Raketenantrieb senkrecht nach oben und in den Mondorbit. Dort wird dann der Orbiter warten und die bis zu 2 Kilogramm Gestein aufnehmen und dann heil zur Erde bringen. Oder hoffentlich heil zur Erde bringen. Aktuell erwartet man das für Ende Juni. Die Vorgängermission Chang'e 5, die sammelte über 1,7 Kilogramm Gestein von der erdzugewandten Seite des Mondes und noch wichtiger, brachte das auch heil zur Erde. Apropos Mond, Peru und die Slowakei haben die Artemis-Accords der NASA unterzeichnet, die nun von 42 Ländern unterzeichnet sind. Ja, die Erkundung des Mondes im Artemis-Programm wird erstmalig auch kommerziell erfolgen. Die erste Mission der NASA im Artemis-Programm, die als Service eingekauft wurde, also kommerziell, das war Capstone. Dieser kommerziell gebaute, gestartete und betriebene 12U CubeSat hat jetzt seine ersten 18 Monate Missionsdauer geschafft und dabei eine ganze Reihe an kritischen Deep Space Herausforderungen gemeistert. Dazu gehörte unter anderem das Halten des komplexen Near Rectilinear Halo Orbits am Mond, das Durchführen von Manövern und Operationen für die zukünftige Lunar Gateway Station, die wird ja im gleichen Orbit operieren, sowie das Testen eines neuen Ansatzes zur Navigation im Weltraum mittels des cislunaren autonomen Positionierungssystems. Capstone gestartet von Rocket Lab auf einer Electron. Da soll noch mal einer was gegen Microlauncher sagen. Die sind immerhin zum Mond geflogen. Ja, Rocket Lab will aber den Erdorbit nun wirklich verlassen und zum Mars. Das erste Mal dann für die NASA. Nicht mit eigener Rakete, sondern auf dem Jungfernflug der ersten Orbitalrakete von Blue Origin, der New Glenn. Von der gab es die Woche neue Bilder, diesmal aus dem Weltraum eingefangen von Airbus Defence in Space. Zwar noch nicht mit eigenen Raketen, aber ein bisschen Orbitalraketenerfahrung hat Blue Origin ja dann doch. ULA CEO Tory Bruno hat diese Woche Bilder von 2 gestuften B4 Methalox-Triebwerken von Blue Origin geteilt. Ganz interessant, dass es um Triebwerke für den Vulcan-Flug für US Space Force 106 geht. Ganz treue Zuschauer von Senkrechtstarter, die werden sich noch an die Jeff, Where Are My Engines Memes erinnern. UA, da war doch die Woche was. Ach richtig, der Boeing Starliner-Start mit Crew auf einer Atlas V von ULA. Ja, wenn alles gut gelaufen ist, dann solltet ihr auf Senkrechtstarter einen Livestream am Samstagabend, 1. Juni, gesehen haben. Und da auch nochmal ein Shoutout, 1. Juni, alles Gute, Nuts zum Geburtstag. Lasst ihm ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Indische Raumfahrt, mein Sanskrit ist bestimmt ganz grottig. Agnikul Cosmos, ein indisches Raumfahrt-Startup, hat am Donnerstag erfolgreich eine einstufige Rakete zu einem suborbitalen Testflug gestartet. Der suborbitale Technologiedemonstrator für die Agni-Baan-Rakete hob von einer privaten Startrampe im staatlichen Satish Dhawan Space Center der indischen Raumfahrtbehörde ab und sollte eine Höhe von etwa 20 Kilometern erreichen. Auf X berichtete Agnikul Cosmos, dass der Flug erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Rakete, die wurde vollständig in-house entworfen und gebaut. Laut Agnikul Cosmos war das Triebwerk das weltweit erste einteilig gedruckte Flüssigраketentriebwerk der Welt. Für die indische Raumfahrt war es auch der erste Kerolox-Start einer Rakete. Die indische Raumfahrt, die baute ja bisher eher auf Feststoff, Hypergol und bei Oberstufen dann Hydrolox. Als nächstes möchte das Unternehmen 7 der eingesetzten Triebwerke für die Orbitalrakete Agni-Baan zu einer ersten Stufe bündeln. Die privat entwickelte Agni-Baan, die soll dann in der Lage sein, etwa 100 Kilogramm in den LEO zu bringen. Der Erststart ist für 2025 geplant. Aktuell sieht's ja so aus, dass Indien der europäischen Raumfahrt mittelfristig den Rang abläuft, auch wenn große Teile der indischen Raumfahrt ja zum Beispiel das hypergole Ariane 4 Viking-Triebwerk nutzen, was ja in Indien als Vickers-Triebwerk in Lizenz gebaut wird. Das soll meine Überleitung zur europäischen Raumfahrt werden. Die ESA hat bekannt gegeben, dass ein Test eines überarbeiteten Feststoffraketenmotors für die Vega C erfolgreich verlaufen ist. Der Hauptauftragnehmer für die Vega C, Avio, führte am 28. Mai einen statischen Feuertest des Zefiro 40 Motors in seiner Testanlage des Unternehmens in Italien durch. Der Motor, der als zweite Stufe der Vega C verwendet wird, der brannte wie erwartet 94 Sekunden lang.
Das C-44-Triebwerk, das wurde für den Fehlschlag des zweiten Vega-C-Starts im Dezember 2022 verantwortlich gemacht. Und die Vega-C, die ist ja seitdem am Boden, was die europäische Raumfahrtkrise oder die Launcher-Krise ja noch verschärft hat. Eine Untersuchung führte den Fehlstart auf ein fehlerhaftes Carbon-Carbon-Material in der Düse des Triebwerks zurück. Avio fand aber mit der Ariane Group, die außerdem der Hauptauftragnehmer der französischen Atomraketen ja sind, einen neuen Lieferant für den Einsatz. Wobei ja ein erster Test letztes Jahr am 28. Juni auf einem Teststand in Sardinien in einem Fehlschlag endete. Jetzt wurde das praktisch ein neuer, überarbeiteter Einsatz getestet. Ein weiterer Brenntest, der ist jetzt für Oktober geplant, um dann die Leistungsfähigkeit des Motors endgültig zu bestätigen. Sowohl die ESA als auch Avio arbeiten jetzt daran, die Vega-C bis Ende des Jahres wieder flugtauglich zu machen, also dann etwa 2 Jahre nach dem Fehlschlag, seitdem die Rakete ja nicht mehr geflogen ist. Auch ein etwas genaueres Startfenster für die Ariane 6 gab die ESA bekannt. Aktuell ist man in Vorbereitung für den Jungfernflug der Ariane 6 in den ersten beiden Juliwochen. Ein konkretes Zieldatum für den ersten Startversuch soll dann auf der ILA nächste Woche bekannt gegeben werden. Und ILA, da wären wir beim nächsten Thema. Am Donnerstag wird es von der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin ab 16:30 Uhr hier zusammen mit dem Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie aus dem Space Pavilion einen Livestream geben. Link zum Event findet ihr auch unter dem Video. Klar, die ILA ist eine der bedeutendsten Luft- und Raumfahrtmessen der Welt. Da ist natürlich alles aus der deutschsprachigen Raumfahrtwelt vor Ort. Unter anderem auch die GOSA, die in den nächsten Wochen ihren ersten Raketenstart aus der Nordsee plant. Ja, Sea Launch, das wird ja schon seit vielen Jahren überall auf der Welt demonstriert. Und auch SpaceX will mittelfristig das Starship von See aus starten. Aktuell am meisten von See aus startet aber China. Da gab es diese Woche einen besonders spektakulären Start einer Ceres-Rakete von Galactic Energy, ja, die direkt neben einer Millionenstadt gestartet ist. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sicher das für die gut 3 Millionen Menschen in Rizhao war. Ich denke, ähnlich wie bei Flughäfen in Großstädten werden bisherige Sicherheitsbedenken für Raketenstarts und Landungen mit der erwartbaren Zuverlässigkeit von wiederverwendbaren Raketen eine immer geringere Rolle spielen. Wobei der ohrenbetäubende Lärm eines Raketenstarts vermutlich immer ein limitierender Faktor sein wird. Apropos Wiederverwendung, in China sammelt man weiter Erfahrungen mit Gitterflossen für die Steuerung des atmosphärischen Wiedereintritts und potenzieller Landungen à la Falcon 9. Davon gab es jetzt auch schöne Aufnahmen. Wenn mich nicht alles täuscht, war es auch die erste Woche, in der chinesischen Raumfahrt 3 Starts in weniger als 2 Tagen gelungen sind. Ich bin mal gespannt, wie da die Startkadenz sich entwickelt, wenn die da auch die Wiederverwendung auf die Kette gekriegt haben. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Nordkorea wollte am Montag etwas in den Orbit bringen und hat seinen Nachbarländern zum Glück Bescheid gesagt. Bei der Startführung und den Raketen aus Nordkorea, da weiß man ja nie. Ja, der jüngste Versuch Nordkoreas, eine Rakete mit einem militärischen Aufklärungssatelliten zu starten, der endete in einer Explosion der Rakete noch in der ersten Stufe. Es war Nordkoreas zweiter Fehlstart in diesem Jahr. Am Dienstag gab es von Cape Canaveral einen Starlink-Start mit Falcon 9 von SpaceX. Am Mittwochmorgen Falcon 9 Vandenberg an Bord für die ESA, der Erdbeobachtungssatellit EarthCare. Der sollte ganz ursprünglich mal mit einer Soyuz fliegen. Aus Gründen wurde dann daraus nichts. Ja, die verhältnismäßig kleine Nutzlast, die machte sowohl eine Landung an Land für den eingesetzten Booster möglich, als auch eine unvollständige Düsenerweiterung. Hintergrund, das im Apollo-Programm entwickelte Spezialmaterial für die Düsenerweiterung, das ist sündhaft teuer. Da lässt SpaceX Teile der Düsenerweiterung weg, wenn die Leistung der Oberstufe nicht gebraucht wird. Zurück zum ESA-Satelliten EarthCare. Die etwa 800 Millionen Euro teure Mission der ESA, die soll Daten über Wolken und Aerosole in der Atmosphäre sowie Bilder und Messungen von reflektierendem Sonnenlicht und abgestrahlter Wärme sammeln. Dass alles zusammen oder all diese Phänomene gleichzeitig beobachtet werden können, das ist ein großer Vorteil des bei Airbus gebauten EarthCare-Satelliten und das macht ihn ziemlich einzigartig. Am Donnerstag ist von Baikonur in Kasachstan eine Soyuz-Rakete mit einem ISS-Frachtversorger Progress MS-27 gestartet. Auch am Donnerstag von Xicheng eine Lange Marsch 3BE mit einem Erdbeobachtungssatelliten für das pakistanische Militär. Ja, und am Freitag noch ein Ceres-Start von Galactic Energy, diesmal nicht von See, sondern von Jiuquan. An Bord befanden sich 5 Satelliten. Und noch die kommenden Starts im Schnelldurchgang am Mittwoch, 5. Juni Starlings von Cape Canaveral. Auch am Mittwoch, 5. Juni Starlings mit Falcon 9 von Vandenberg. Ja, und während ich das Newsskript schreibe, gibt's noch keine Starterlaubnis. Aber wenn alles gut läuft, gibt's auch am Mittwoch einen Starship-Start von der Starbase in Texas. Der 4. Testflug, ja, der bei einem erfolgreichen De-Orbit-Burn die Einsatzbereitschaft als Orbitalrakete des Starships einläuten könnte. Also historischer Start. Na klar, mache ich einen deutschen Livestream. Hier geht ein Dank an den heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Sicher wie ich dein Online-Banking und deine geschäftlichen Transaktionen mit CyberGhost VPN. Den Deal erreichst du über meinen Link in der Beschreibung.
Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Ment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Da hinten steht Starship 29 und ich zeige dir jetzt mal, wie man einen Bauchplatscher macht. Das musst du ja können.